Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute Gearbox ist an. Gearbox steht auf dem Zettel. Wir gehen rein in Diesels Album. Sag ich auch gleich dazu. Wir gehen erstmal in Helpless rein. Wahrscheinlich in die Dokumentation. Und dann schaue ich, ob ich mir das ganze Ding gebe oder ob ich mir ein paar rauspicke. Schauen wir einfach mal. Ich habe jetzt Helpless erstmal genommen, bin ich auch ganz ehrlich, habe ich einfach in Spotify auf die Zahlen geguckt, was so am meisten jetzt oder am besten so ankam. Ja, und dann, wie gesagt, schauen wir einfach mal, ob ich auf das ganze Ding reacte. Da werde ich aber auch gleich dazu sagen, das wird sich auch in mehreren Videos aufteilen, weil ich einfach der Meinung bin, klar ist es cool, so ein ganz kompaktes zu haben, aber ich rede halt viel. Heißt, ich finde es cooler, wenn du dann Video für Video hast. Du kannst dir dann ein Video rauspicken. Und für mich ist einfach irgendwie auch schlauer, wenn ich einzelne Videos einfach mache. Einfach, weil ich dann auch aufteilen kann von Tagen her und das nicht in eins durchhören muss. Was manchmal besser ist, aber dadurch, dass ich halt viel rede, dass die Musik halt auch so krass ist, oder wenn die Musik halt krass ist, laugt es mich auch irgendwann aus, bin ich ganz ehrlich. Dass ich auch andere Sachen hören will und sowas. Dann kann das manchmal sein, dass dann halt die geilen Songs, die eigentlich die ganzen Songs nicht diese Euphorie abkriegen, die sie eigentlich verdient hätten. Deswegen teile ich das immer auf. Aber das dazu. Jetzt gehen wir aber rein. Diesel Helpless mit einem Offizialvideo. Bin ich sehr gespannt. Let's go. Muss jetzt schon sagen, das Video gefällt mir jetzt schon sehr gut, ne? Ich bin ja sowieso so ein Fan von diesem Blau, wie man ab und zu merkt an meinen Thumbnails, aber auch an die ganzen Set-Reactions, wo du dieses ähnliche Blau hast im Licht. Als Licht, so. Und dann mit diesem Lila müssen wir nicht drüber reden, ne? Das ist halt wunderschön. Lila, Pink, wie auch immer man das jetzt nennen will. Das finde ich jetzt so geil an diese, ne? Du checkst halt manchmal nicht, was jetzt gleich passieren wird. Junge. Boah, geil, ey. Also die Kicks sind ja schon geil. Über die Stimme müssen wir nicht reden, ne? Also bitte, die Stimme. Aber die Snares, ich finde, die bringen da so einen geilen Touch mit rein. Ganze Zeit, wenn du hörst, dieses. Voll cool. Wie geil das hier aussieht, ne? Diese Umrandung, dieser lila, pink, blaue Rauch. Da wurde wieder gekocht.
Und Junge, der catcht mich aber auch mit seinen Melodien und mit seinem Gesang dazu, ne? Hört euch das mal an, wie das ab hier, also ab diesem Punkt, wie geil dieses Piano da auch zukommt. Boah. Warum will ich jetzt gerade Interstellar gucken? Ist sowieso einer der besten Filme, die jemals gemacht wurde, aber, ne, alleine wegen der Musik. Aber ich kriege da gerade so Vibes für, ne? Boah, ist das geil. Diese Kicks, Bro, diese tiefen Kicks. Junge, Junge, Junge. Holy shit. Joel. Der Snapshot of emotion into how I was feeling that time. Das finde ich sowieso geil. Wenn du wirklich so auch in der EDM-Richtung merkst diese Emotionen, die jemand gerade gefühlt hat. Eigentlich hast du ja immer, ne, dieses Happy-Ding und das ist für mich halt auch EDM, sage ich ganz ehrlich. Aber dadurch, dass du in Hardstyle diese krassen verschiedenen unterschiedlichen Richtungen auch hast, natürlich hast du das in EDM auch, aber in Hardstyle hast du das manchmal irgendwie 'n bisschen krasser, dass du da die Emotions äh von den DJ mehr mitbekommst, habe ich das Gefühl. Das finde ich halt sehr geil. So I put so much into them, that's why you can feel it too. Rede mal. Wie gesagt, das ist so 'ne krasse Melodie, aber auch so dieser Gesang auch immer. Ich finde das geil an Lied einfach. Feelings with the world with you, I could be more grateful. Boah, schöne Worte am Ende. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, so was da am Ende noch mal reinzupacken, finde ich mega geil. Grade wenn du so 'ne Art Musik machst, ne? Klar kann man immer wieder sagen: „Ja, Hardstyle, ey, das ist dies und das, ist mir alles zu hart.“ Aber auch 'n Diesel, wie man hier sieht, du hast so 'n wunderschönen Klang und du merkst einfach, dass da irgendwie was Zerbrochenes war, sage ich mal, aber vielleicht auch irgendwie gleichzeitig was Aufbauendes. Hm, und dass er das halt so rausballern kann, zeigt halt, Hardstyle ist halt nicht mehr oder war vielleicht auch nie dieses: „Okay, nur zur Harte.“ Man muss halt sich auch irgendwo 'n bisschen drauf einlassen. Klar, es gibt natürlich manche Dinger, wo du einfach wirklich nur durchdrehen willst, ne? Da müssen wir ja nicht drüber reden. Aber ich finde, die Musik, du merkst halt immer mehr, dass diese Emotions, wiederkehren. Wir hatten, glaube ich, 'ne Zeit lang, wo du halt wirklich nur diese Party, du durftest nicht schlecht drauf sein und so, was ja auch gut ist. Bin ich auch ganz ehrlich, ich habe die Zeit auch sehr gefeiert, ne? Jetzt mal abgesehen von Hardstyle, wo du halt wirklich so diese normalen Sachen oder, ne, wo man die normalen Sachen gehört hat und man eigentlich immer gut drauf war, Party gemacht hat und so. Jetzt sind wir ja wirklich wieder in so 'ne Zeit, wo du halt fühlen kannst, wo du halt noch nicht mal irgendwas verstehen musst. Klar, Lyrics sind wichtig, Lyrics sind auch irgendwie auch noch verstärkender, aber für mich ist Musik halt dieses Ding, okay, du merkst, wie sich der Interpret, Artist, whatsoever, DJ gefühlt hat und kannst dich auch irgendwie gleich damit stellen, so sagen: „Ey, der fühlt sich genauso wie ich, aber er geht weiter.“ Oder: „Ey, er hat so die Kraft also die Kraft auch weiterzumachen, gar keine Frage, aber auch gleichzeitig die Kraft sozusagen.
ey, ich öffne mich der Welt. Finde ich geil, dass er oder, ne, ich öffne mich der Welt. Das kann ich auch. Boom. Finde das so, so geil und das ist auch einfach 'ne Sache, was man auch einfach mal sagen muss, dass wir in 'ner Zeit leben, wo klar, wir alle viel, viel mehr mit uns selber beschäftigt sind, einfach durch Social Media und allen Scheiß, ne? Man macht sich viel sehr viele Gedanken, was, glaube ich, früher nicht so der Fall war, weil du einfach auch gar keine Zeit dafür irgendwie hattest. Heute ist es ganz, ganz anders und ich finde es halt auch geil, dass es halt dann nicht so abgestempelt wird, so von wegen: „Ja gut, ne, du hast einfach 'n schlechten Tag, bist vielleicht krank im Kopf oder was auch immer.“ Man muss sich einfach so mit sich selber auseinandersetzen und man muss auch Emotionen zulassen und auch zeigen können. Das finde ich halt sehr, sehr geil, dass du mit Diesel halt so 'n geilen Dude hast, der das auch macht und der das auch also wirklich zeigt, ne, mit seiner Musik und jetzt auch zum Ende auch noch mal so sagt: „Ey, danke, dass ich das überhaupt machen darf.“ Und das finde ich halt so geil. Deswegen, der Mann, der verdient alles, wenn nicht sogar das Doppelte, wenn nicht sogar Dreifache. Geil. Ja, das dazu. Helpless an sich, wie gesagt, ein wunderschöner Song. Crazy, wie schöne Tracks der rausballern kann. Das muss ich immer wieder sagen. Seitdem ich diese Aion das erste Mal gehört habe oder gesehen habe, dachte ich ja schon: „Wow.“ Aber jetzt so Wahnsinn. Wunderschön, wie er mit seinen Melodien und mit diesem Gesang spielt und dann noch hinkriegen, da solche Kicks einzubauen und die passen sogar. Wahnsinn. Ich finde es crazy, was diese für 'ne, Art von Hardstyle repräsentiert. Deswegen mega geiler Track, hat mich mies abgeholt. Ja, videotechnisch, gehen wir noch mal eben kurz zurück, müssen wir nicht drüber reden, ne? Hat mich schon mies abgeholt, so dieser Anfang. So, es ist ja dieser klassische Gearbox-Anfang, sage ich mal, ne? Du hast irgendwie geile Bilder im Hintergrund, eigentlich ein Visual, was sich so 'n bisschen bewegt mit Effekte. Dann die, Lyrics. Ist aber hier sehr geil gemacht, ne, dass du hier durch die ich weiß gar nicht, USA, durch die ganze Welt da, durchgehst. Gleich dazu, ich bin nicht gut in Erdkunde, deswegen, falls es nicht USA war, tut mir leid. Aber dann rumzuswitchen, ne, in Crowd-Feelings plus sein Abgehen, finde ich sehr, sehr cool. Ganze Zeit auch diesen Rauch hier zu haben, diesen erst dachte ich: „Okay, das ist 'n bisschen oder was heißt erst dachte ich? Ich finde es immer noch 'n bisschen komisch, dass das hier nicht so clean ist, ne, dass die Lyrics nicht wirklich clean sind, sondern so 'n bisschen verschwommen. Aber ich glaube, das passt einfach sehr, sehr gut zu diesem Song und grade auch mit diesem Rauch, mit diesem Effekt dahinter. Deswegen finde ich das sehr, sehr geiles Video zu 'nem hammermäßigen Song, wunderschönen Song. Und ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Wie gesagt, wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt, worauf ich reacten kann, worauf ich reacten werde. Also, was ihr bekommen werdet, wann ihr es bekommen werdet, sei euch auch gleich schon mal hier zum Schluss. Auch wenn es vielleicht nicht viele angucken werden und trotzdem wieder in den Kommentaren steht: „Ja, das und dies und das.“ Wenn's kommt, dann kommt's. Sage ich einfach mal so, ne? Ihr seht ja, ich drehe 'n bisschen am Rad. Ich will 'n bisschen mehr rumspielen, in vielen verschiedenen Musikrichtungen reingehen. Aber auf jeden Fall werden wir uns noch paar Sachen gönnen. Aber die Doku kommt auf jeden Fall. Wann die kommt, werdet ihr auch sehen. Lasst euch überraschen und dann werden wir uns da wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.